Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Der Name Pythagoras ruft in uns das Bild eines einfachen, rechtwinkligen Dreiecks hervor. Doch diese geometrische Formel, so fundamental sie auch sein mag, ist nur der kleinste, sichtbare Teil eines gewaltigen, unter der Oberfläche der Geschichte verborgenen Eisbergs. Darunter verbirgt sich eine Welt der Mysterien, der geheimen Bruderschaften, der Seelenwanderung und der stillen Suche nach der Harmonie des Kosmos. Wir begeben uns heute Nacht nicht in ein Klassenzimmer, sondern in die schattigen Haine von Kroton, wo Musik, Mathematik und Mystik zu einer einzigen, untrennbaren Wahrheit verschmolzen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Alltags verklingen. Wir begeben uns heute auf eine Reise, nicht nur durch die Zeit, sondern auch in die verborgenen Winkel des menschlichen Geistes. Unser Ziel ist eine Gestalt, deren Name uns allen vertraut ist, deren wahres Wesen jedoch im Nebel der Geschichte verborgen liegt. Wir sprechen von Pythagoras. Fast jeder kennt seinen Namen aus dem Geometrieunterricht. Der Satz des Pythagoras, a2 plus b2 c2, ist ein Eckpfeiler der Mathematik, ein Symbol für logische Klarheit und universelle Wahrheit. Doch der Mann hinter diesem Satz ist unendlich viel komplexer und geheimnisvoller. Er war kein reiner Mathematiker im modernen Sinne. Er war ein Philosoph, ein Mystiker, ein Prophet und der Gründer einer Gemeinschaft, die man fast als religiösen Orden bezeichnen könnte. Die historischen Quellen über ihn sind spärlich und oft widersprüchlich, verfasst von Autoren, die Jahrhunderte nach seinem Tod lebten. Sie malen das Bild eines Halbgottes, eines Weisen, der mit Tieren sprechen, an zwei Orten gleichzeitig erscheinen und sich an vergangene Leben erinnern konnte. Diese Legenden sind faszinierend, doch sie werfen einen Schleier über die historische Person. Unsere Aufgabe heute Abend ist es, diesen Schleier behutsam zu lüften. Wir wollen den Schatten hinter dem Satz erkunden, den Mann, für den Zahlen nicht nur Werkzeuge zur Berechnung waren, sondern heilige Schlüssel zum Verständnis des Kosmos. Für Pythagoras und seine Anhänger war die Realität eine Symphonie aus Zahlenverhältnissen. Die Harmonie der Musik, die Bewegung der Planeten, die Struktur der Seele, all das, so glaubten sie, folgte denselben mathematischen Prinzipien. Diese Idee, dass das Universum durch Zahlen verstanden werden kann, ist vielleicht sein größtes und nachhaltigstes Erbe. Doch um den Ursprung dieser radikalen Idee zu verstehen, müssen wir Pythagoras von dem kalten Marmorsockel heben, auf den ihn die Schulbücher gestellt haben, und ihm in die unruhige Welt des 6. Jahrhunderts vor Christus folgen. Eine Welt voller Tyrannen, aufkeimender philosophischer Schulen und mystischer Kulte, die den Menschen Antworten auf die ewigen Fragen nach Leben, Tod und dem Sinn des Daseins versprachen. Unsere Reise beginnt auf der griechischen Insel Samos um das Jahr 570 vor Christus. Hier, in einer blühenden Hafenstadt, die ein Knotenpunkt des Handels und der Kultur war, wurde Pythagoras geboren. Sein Vater, Mnesarchos, war wohl ein Händler oder ein Gemmenschneider, was dem jungen Pythagoras schon früh den Kontakt mit Reisenden aus fernen Ländern ermöglicht haben dürfte. Die Legenden ranken sich bereits um seine Geburt. Das Orakel von Delphi soll sie vorhergesagt haben.
Doch jenseits des Mythos war das Samos seiner Zeit ein Ort intellektueller Gärung. Hier wirkten frühe Denker wie Thales und Anaximander, die begannen, die Welt nicht mehr nur durch Mythen, sondern durch Beobachtung und Vernunft zu erklären. Pythagoras muss diesen neuen Geist aufgesogen haben. Doch die Enge der Insel und die Herrschaft des Tyrannen Polykrates genügten seinem Wissensdurst nicht. Die antiken Biographen berichten übereinstimmend, dass Pythagoras Samos verließ und sich auf ausgedehnte Reisen begab, die Jahrzehnte gedauert haben sollen. Sein erstes und wichtigstes Ziel sei Ägypten gewesen. Stellen Sie sich den jungen Griechen vor, wie er ehrfürchtig vor den Pyramiden von Gizeh steht oder die gewaltigen Tempel von Theben betritt. Es heißt, er habe über 20 Jahre bei den ägyptischen Priestern studiert, sei in ihre Mysterien eingeweiht worden und habe ihre Kenntnisse in Geometrie, Astronomie und Theologie erlernt. Dort könnte er auf die Idee der Seelenwanderung gestoßen sein und die tiefe Verbindung zwischen Religion und Wissenschaft erfahren haben, die für sein späteres Denken so prägend wurde. Seine Reise soll ihn jedoch noch weiter nach Osten geführt haben. Nach der persischen Eroberung Ägyptens wurde Pythagoras angeblich als Gefangener nach Babylon verschleppt. In der schimmernden Metropole am Euphrat, dem Zentrum der mesopotamischen Weisheit, soll er von den chaldäischen Priestern und den Magiern in die Geheimnisse ihrer Astronomie und Zahlenmystik eingeweiht worden sein. Ob diese Reisen in allen Details historisch exakt sind, bleibt ungewiss. Doch sie formen ein kraftvolles Bild. Pythagoras als Synkretist, als ein Sammler und Veredler von Wissen, der griechische Rationalität mit der tiefen, alten Weisheit Ägyptens und des Orients verband. Er kehrte nicht als reiner Grieche zurück, sondern als Weltbürger des Geistes, bereit, eine völlig neue Art von Philosophie zu begründen. Nach Jahrzehnten der Wanderschaft, beladen mit dem Wissen der ältesten Kulturen der Welt, kehrte Pythagoras schließlich in die griechische Welt zurück. Doch nicht in seine Heimat Samos. Er wählte einen neuen Anfang und ließ sich um das Jahr 530 vor Christus in Kroton nieder, einer wohlhabenden griechischen Kolonie im Süden des heutigen Italiens. Hier fand er den idealen Nährboden für seine revolutionären Ideen. In Kroton gründete er nicht einfach eine Schule, sondern eine Lebensgemeinschaft, eine Bruderschaft, die sowohl philosophische Akademie als auch mystischer Orden war. Der Eintritt in diesen inneren Kreis war streng reglementiert. Anwärter mussten eine lange Probezeit durchlaufen, in der ihr Charakter und ihre Disziplin auf die Probe gestellt wurden. Ein zentrales Gebot war das Schweigen. Die Novizen, bekannt als die Akousmatikoi oder Hörer, mussten oft jahrelang schweigend den Lehren lauschen, ohne Fragen zu stellen. Nur wer diese Prüfung bestand, durfte in den Kreis der Mathematikoi aufsteigen. Für sie waren die Lehren nicht mehr nur gehörte Sprüche, sondern Gegenstand von Forschung und tiefem Verständnis. Sie waren die wahren Lerner, die sich mit den inneren Mysterien der Zahlen, der Geometrie und der Kosmologie befassten. Die Gemeinschaft lebte nach strengen Regeln, die alle Aspekte des Lebens umfassten. Sie praktizierten eine Form des Vegetarismus, trugen einfache weiße Kleidung und teilten ihren Besitz. Der Tag war klar strukturiert, morgendliche Meditationen, gemeinsames Studium, körperliche Ertüchtigung und abendliche Reflexionen. Es war ein Versuch, ein perfektes, harmonisches Leben zu führen, das die kosmische Harmonie widerspiegeln sollte, die sie in den Zahlen und den Sternen sahen. Im Zentrum stand die Figur des Pythagoras selbst, der Meister, dessen Wort Gesetz war.
Seine Lehren wurden als göttliche Offenbarung betrachtet und mit absoluter Geheimhaltung umgeben. Nichts von dem, was im inneren Kreis besprochen wurde, durfte nach außen dringen. Dieses Siegel des Schweigens diente nicht nur dem Schutz des elitären Wissens, sondern schuf auch eine Aura des Mysteriums und der Exklusivität, die die Anziehungskraft der Bruderschaft noch verstärkte. In Kroton erschuf Pythagoras eine utopische Enklave, einen Staat im Staate, dessen Einfluss bald weit über die Philosophie hinausging und die Politik der gesamten Region prägen sollte. Im Herzen der pythagoreischen Lehre, verborgen hinter dem Schleier der Mathematik und der strengen Lebensregeln, lag ein zutiefst mystischer Glaube, die Lehre von der Metempsychose, der Seelenwanderung. Dies war vielleicht die radikalste und fremdartigste Idee, die Pythagoras in die griechische Gedankenwelt einführte. Für die meisten seiner Zeitgenossen war das Leben nach dem Tod ein schattenhaftes, freudloses Dasein im Hades. Pythagoras hingegen lehrte, dass die Seele unsterblich ist, ein göttlicher Funke, der in einem Kreislauf von Wiedergeburten gefangen ist. Nach dem Tod des Körpers, so die Lehre, wandert die Seele weiter und wird in einem neuen Körper wiedergeboren, sei es ein Mensch, ein Tier oder sogar eine Pflanze. Das Ziel dieses langen, oft leidvollen Zyklus war die Reinigung. Jeder Lebenswandel war eine Prüfung, eine Gelegenheit für die Seele, sich von den Fesseln der materiellen Welt zu befreien und Weisheit zu erlangen. Nur durch ein Leben in Reinheit, Disziplin und philosophischer Kontemplation, ein pythagoreisches Leben, konnte die Seele diesem Rat der Wiedergeburt entkommen und zu ihrem göttlichen Ursprung zurückkehren. Diese Lehre hatte tiefgreifende Konsequenzen für die Ethik und den Lebensstil der Bruderschaft. Der strenge Vegetarismus war nicht nur eine diätetische Vorschrift, sondern eine moralische Notwendigkeit. In jedem Tier konnte die Seele eines Freundes oder Verwandten wohnen. Das Töten und Essen von Tieren war somit eine Form von Kannibalismus und eine schreckliche Tat, die die eigene Seele befleckte. Die Legenden erzählen, dass Pythagoras selbst sich an seine früheren Leben erinnern konnte. Er soll einst der trojanische Held Euphorbus gewesen sein, dessen Schild er in einem Tempel wiedererkannte. Ob wahr oder nicht, diese Geschichten unterstrichen seine außergewöhnliche spirituelle Autorität. Die Lehre der Metempsychose verband alles Leben zu einer großen heiligen Gemeinschaft. Sie bot eine Erklärung für Leid und Ungerechtigkeit. Es waren die Konsequenzen von Taten in früheren Leben. Und sie gab dem philosophischen Streben einen ultimativen soteriologischen Zweck. Es ging nicht nur um Wissen, sondern um Erlösung. Die Mathematik selbst wurde zum Werkzeug dieser Erlösung. Denn das Verstehen der ewigen, unveränderlichen Ordnung des Kosmos war der erste Schritt zur Befreiung der Seele von der vergänglichen, chaotischen Welt der Materie. Im Herzen der pythagoreischen Gemeinschaft lag ein System von Lehren, das auf den ersten Blick bizarr, ja sogar abergläubisch wirken mag. Dies waren die Akousmata, die gehörten Dinge, eine Sammlung von mündlich überlieferten Sprüchen und Verhaltensregeln, die das tägliche Leben der Anhänger bestimmten. Für die äußeren Kreise der Schule, die Akousmatikoi, bildeten diese Regeln den Kern ihrer Praxis. Sie waren keine tiefgehenden mathematischen Beweise, sondern symbolische Imperative, die auf eine tiefere, verborgene Wahrheit hinweisen sollten. Iss keine Bohnen, lautet vielleicht die berühmteste dieser Regeln. Moderne Interpretationen reichen von der Furcht vor Favismus, einer genetischen Krankheit, die durch Bohnen ausgelöst werden kann, bis hin zu praktischen politischen Allegorien,
In der Antike wurden Bohnen oft zur Abstimmung verwendet. Daher könnte die Regel bedeuten: Halte dich aus der Politik heraus. Doch die wahrscheinlichste Deutung liegt im Spirituellen. Bohnen wurden mit Tod und Wiedergeburt assoziiert, mit der Unterwelt und der Seelenwanderung. Ihr Verzehr hätte den rituellen Reinigungsprozess der Seele gestört. Andere Akusmata sind nicht weniger rätselhaft. Rühre das Feuer nicht mit einem Messer, eine wahrscheinliche Metapher dafür, eine zornige Person nicht mit scharfen Worten weiter zu provozieren. Tritt nicht von der Waage ab, eine Mahnung zur Gerechtigkeit. Schaue nicht in einen Spiegel bei Fackelschein, eine Aufforderung, sich nicht mit oberflächlichen Erscheinungen zufrieden zu geben, sondern nach der wahren, inneren Form zu suchen. Diese Regeln waren mehr als nur eine Liste von Verboten. Sie waren tägliche Übungen in Achtsamkeit und symbolischem Denken. Jeder Akt, vom Essen bis zum Anziehen der Sandalen, zuerst der rechte Fuß, um den Weg des Guten zu beschreiten, wurde zu einer rituellen Handlung, die den Schüler ständig an die verborgene Ordnung des Kosmos erinnerte. Die Akusmata waren eine Art spirituelle Technologie, ein Code für ein Leben in Harmonie, dessen wahre Bedeutung sich nur dem erschloss, der bereit war, hinter die Oberfläche des Offensichtlichen zu blicken und in jedem Detail des Alltags ein Echo der kosmischen Prinzipien zu hören. Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie könnten das Universum hören. Nicht den Lärm der Städte oder das Rauschen des Windes, sondern den reinen, göttlichen Klang der Sterne und Planeten, die in majestätischer Präzision ihre Bahnen ziehen. Dies ist die Essenz einer der erhabensten und poetischsten Ideen des Pythagoras: die Harmonie der Sphären. Diese Lehre entsprang direkt aus seinen Entdeckungen in der Musik. Als er feststellte, dass die harmonischen Intervalle, die Oktave, die Quinte, die Quarte, durch einfache, ganzzahlige Verhältnisse der Saitenlängen erzeugt werden, kam er zu einem revolutionären Schluss. Wenn Klang und Harmonie auf den Gesetzen der Zahl beruhen, dann muss das gesamte Universum, das ebenfalls auf Zahl und Verhältnis aufgebaut ist, eine Form von Musik erzeugen. In seiner Vision war der Kosmos ein gigantisches, perfekt gestimmtes Instrument. Jeder Planet, der sich durch den Äther bewegte, erzeugte durch seine Geschwindigkeit und seinen Abstand zur Erde einen bestimmten Ton. Die schnelleren Planeten wie der Mond erzeugten hohe, scharfe Töne. Die langsameren, wie Saturn, tiefe und getragene. Zusammen bildeten diese einzelnen Töne eine ununterbrochene, vollkommene himmlische Symphonie, die Musik des Kosmos. Doch warum können wir diese Musik nicht hören? Die Pythagoreer boten zwei Erklärungen an. Die eine besagt, dass der Klang von Geburt an ununterbrochen vorhanden ist. So wie ein Schmied das ständige Hämmern seiner Werkstatt nicht mehr wahrnimmt, sind auch wir für diesen ewigen kosmischen Klang taub geworden. Die andere, esoterischere Erklärung ist, dass diese Musik nicht physischer Natur ist. Sie ist keine Schallwelle, die durch die Luft reist, sondern eine rein geistige, intelligible Harmonie, die nur durch die gereinigte Seele und den geschulten Intellekt wahrgenommen werden kann. Das Ziel des pythagoreischen Lebensweges war es daher, die eigene Seele so zu stimmen, dass sie mit dieser kosmischen Harmonie in Resonanz treten konnte. Durch Mathematik, Philosophie und einen reinen Lebenswandel konnte der Eingeweihte innerlich hören, was den äußeren Sinnen verborgen blieb. Die Harmonie der Sphären war somit mehr als eine astronomische Theorie, sie war ein spirituelles Ziel, die ultimative Bestätigung,
dass Mensch und Kosmos aus derselben göttlichen, mathematischen Substanz gewoben sind. Innerhalb der pythagoreischen Bruderschaft existierte eine klare und strenge Hierarchie. Die Gemeinschaft war in zwei Hauptgruppen unterteilt. Die bereits erwähnten Akousmatikoi, die Hörer, und eine weitaus exklusivere Gruppe, die als Mathematikoi bekannt war, die Lernenden oder die Wissenden. Der Übergang von der einen zur anderen Gruppe war ein langer und beschwerlicher Prozess, der die Hingabe des Anwärters auf die Probe stellte. Wer in den inneren Zirkel der Mathematikoi aufgenommen werden wollte, musste zunächst eine mehrjährige Probezeit bestehen, die vor allem durch ein Gelübde des Schweigens gekennzeichnet war. 5 Jahre lang durfte der Novize den Lehren nur zuhören, ohne zu sprechen, oft von hinter einem Vorhang, ohne den Meister je zu Gesicht zu bekommen. Diese Übung sollte Demut lehren, die Fähigkeit des reinen Zuhörens schärfen und sicherstellen, dass nur diejenigen, die wahre Selbstdisziplin besaßen, zu den tieferen Geheimnissen vorgelassen wurden. Während die Akousmatikoi sich an die symbolischen Regeln und die mündlichen Überlieferungen hielten, tauchten die Mathematikoi tief in die eigentliche Substanz der Lehre ein. Für sie waren die Mathemata, die gelernten Dinge, nicht nur Arithmetik und Geometrie, wie wir sie heute verstehen, es waren die fundamentalen Prinzipien der Realität. Sie studierten die Eigenschaften der Zahlen, die Beziehungen zwischen geometrischen Formen, die mathematischen Grundlagen der Musik und die geordnete Bewegung der Himmelskörper. Sie waren die wahren Hüter des pythagoreischen Wissens. Ihr Ziel war es, über die bloße Anwendung von Regeln hinauszugehen und die zugrunde liegende göttliche Logik des Kosmos zu verstehen. Sie lernten, dass die Zahl nicht nur ein Werkzeug zur Messung war, sondern die eigentliche Essenz, das Arche, aus dem alles Sein besteht. Die Mathematikoi lebten in einer engeren Gemeinschaft, teilten ihren Besitz und widmeten ihr gesamtes Leben der Forschung und der Kontemplation. Sie waren die Philosophen, Wissenschaftler und Priester des Kultes in einem. Sie waren es, die die Beweise führten, die Theorien entwickelten und die Lehren von Pythagoras weiterführten und interpretierten. Ihre Arbeit war von größter Geheimhaltung umgeben, denn sie glaubten, dass dieses heilige Wissen in den Händen der Unvorbereiteten gefährlich oder nutzlos wäre. Der innere Zirkel war das Gehirn und das Herz der Bewegung, ein abgeschirmter Raum, in dem die tiefsten Mysterien des Universums durch die Sprache der Zahlen entschlüsselt werden sollten. Das gesamte philosophische und religiöse Gebäude des Pythagoras ruhte auf einem einzigen, unerschütterlichen Fundament. Alles im Kosmos ist Zahl, genauer gesagt, das Verhältnis von ganzen Zahlen, die Harmonie der Musik, die Bewegung der Planeten, die Tugenden der Seele, alles konnte durch saubere, endliche, rationale Verhältnisse ausgedrückt werden. Es war ein Universum von vollkommener Ordnung und Verständlichkeit. Doch dieses perfekte System sollte durch eine Entdeckung aus seinem eigenen Inneren bis in die Grundfesten erschüttert werden. Die Krise kam in Form einer einfachen geometrischen Figur, einem Quadrat. Wenn man den berühmten Satz des Pythagoras auf ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 anwendet, um die Länge seiner Diagonale zu berechnen, erhält man die Quadratwurzel aus 2. Für die Pythagoreer war dies zunächst nur eine weitere Zahl, die es zu verstehen galt. Sie versuchten, sie als Verhältnis zweier ganzer Zahlen auszudrücken, als Bruch. Doch jeder Versuch scheiterte. Schließlich gelang einem Mitglied der Bruderschaft, der Legende nach Hippasus von Metapont,
ein Beweis von schrecklicher Eleganz. Er zeigte unzweifelhaft, dass die Quadratwurzel aus 2 niemals als Verhältnis zweier ganzer Zahlen geschrieben werden kann. Sie ist, in unserer modernen Sprache, eine irrationale Zahl. Für uns ist dies eine grundlegende mathematische Tatsache. Für die Pythagoreer war es eine Katastrophe. Es war die Entdeckung eines Risses in der göttlichen Ordnung, eines Algon, eines Unaussprechlichen. Es bewies, dass es Größen in ihrer eigenen heiligen Geometrie gab, die nicht durch ihr zentrales Dogma der ganzen Zahlen erfasst werden konnten. Die Perfektion des Kosmos war zerbrochen. Die Reaktion der Bruderschaft auf diese Enthüllung war von Panik und Geheimhaltung geprägt. Die Existenz irrationaler Zahlen wurde zu einem der bestgehüteten Geheimnisse der Schule. Die Legende von Hippasus nimmt hier eine dunkle Wendung. Es wird erzählt, dass er für seinen Verrat, dieses schreckliche Geheimnis, entweder innerhalb der Schule bewiesen oder es gar an Außenstehende weitergegeben zu haben, von den Göttern bestraft wurde. Auf einer Seereise soll er über Bord geworfen worden und ertrunken sein. Ob diese Geschichte wahr ist oder eine spätere Erfindung, sie illustriert die Tiefe des Schocks, den diese Entdeckung auslöste. Es war die erste große Krise in der Geschichte der Mathematik, der Moment, in dem die reine Logik mit einem tief verwurzelten Glaubenssystem kollidierte und eine Wahrheit offenbarte, die ebenso unbestreitbar wie unerwünscht war. In unseren bisherigen Betrachtungen haben wir gesehen, wie Pythagoras und seine Anhänger die Welt durch die Linse der Zahl betrachteten. Doch es gab eine Zahl, oder vielmehr eine Darstellung von Zahlen, die über allen anderen thronte. Die heilige Tetraktys. Stellen Sie sich ein Dreieck vor, das aus 10 Punkten besteht, angeordnet in 4 Reihen. Eine einzelne Spitze, darunter 2 Punkte, dann 3 und schließlich eine Basis aus 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 ergibt 10. Für uns mag dies eine einfache arithmetische Spielerei sein, doch für die Pythagoreer war es der Schlüssel zum Kosmos, ein göttlicher Bauplan. Die Tetraktys war nicht nur ein Symbol, sie war eine Offenbarung. Jeder Eid, den ein Mitglied der Bruderschaft schwor, wurde bei der Tetraktys geleistet, die die Quelle und Wurzel der ewigen Natur in sich birgt. In dieser eleganten Anordnung sahen sie die fundamentalen Prinzipien der Existenz. Der eine Punkt an der Spitze repräsentierte die Einheit, den Ursprung, das unmanifestierte Göttliche. Die 2 Punkte standen für die Dualität, die Polarität von männlich und weiblich, hell und dunkel, aus der die Welt entsteht. Die 3 Punkte symbolisierten die Ebene, das erste stabile Gebilde, das Dreieck, und die 4 Punkte bildeten die Basis, die dreidimensionale Realität, die materiellen Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer. Die Tetraktys war also eine Reise von der Einheit zur Vielheit, vom Geist zur Materie. Aber sie enthielt noch mehr Geheimnisse. Die Verhältnisse zwischen den Zahlen 1:2, 2:3, 3:4 entsprachen exakt den musikalischen Intervallen der Oktave, der Quinte und der Quarte. Die Harmonie der Sphären, von der wir sprachen, war in diesem einfachen Diagramm kodiert. Die Musik des Universums war in der Struktur der Zahl 10 eingeschrieben. Es ist schwer, die Ehrfurcht zu überschätzen, die die Pythagoreer für dieses Symbol empfanden. Es war Meditationsobjekt, mathematisches Werkzeug und metaphysische Landkarte in einem. In den stillen Hallen ihrer Schule wurde die Tetraktys nicht nur studiert, sondern kontempliert, als ein Fenster zur Seele des Universums selbst.
Die Lehren des Pythagoras waren keine abstrakten Gedankenspiele, die man in einem Elfenbeinturm diskutierte. Sie sollten gelebt, geatmet und in den Alltag integriert werden. Die Bruderschaft in Kroton war weniger eine Akademie im modernen Sinne, als vielmehr eine Lebensgemeinschaft, die sich der Reinigung der Seele verschrieben hatte. Ziel war es, die menschliche Seele mit der kosmischen Harmonie in Einklang zu bringen. Dieser Weg, der pythagoreische Bios, war von strengen Regeln und Praktiken geprägt. Die Gemeinschaft teilte sich in zwei Kreise. Die äußeren Mitglieder, die Akousmatikoi oder Hörer, folgten den Lehren in Form von Merksprüchen und Lebensregeln, den Akousmata. Diese waren oft rätselhaft, wie das berühmte Verbot, Bohnen zu essen, eine Vorschrift, über deren Bedeutung bis heute spekuliert wird. Ging es um Blähungen, die die Konzentration stören, um eine angebliche Ähnlichkeit der Bohne mit einem menschlichen Fötus oder um eine politische Allegorie, da Bohnen zur Abstimmung verwendet wurden? Wir wissen es nicht sicher. Der innere Kreis, die Mathematikoi, die Lernenden, waren die wahren Eingeweihten. Sie hatten Zugang zu den tieferen mathematischen und philosophischen Lehren, den Beweisen hinter den Sprüchen. Ihr Tag war streng strukturiert. Er begann in der Stille der Morgendämmerung mit einem Spaziergang, um den Geist zu klären. Es folgten gemeinsames Studium, körperliche Ertüchtigung und eine einfache, meist vegetarische Mahlzeit. Musik spielte eine zentrale Rolle. Bestimmte Melodien auf der Leier wurden eingesetzt, um die Seele von den Sorgen des Tages zu beruhigen und sie auf den Schlaf vorzubereiten. Eine frühe Form der Musiktherapie. Ebenso wichtig war die tägliche Selbstprüfung. Vor dem Einschlafen sollte jeder Pythagoreer den Tag rekapitulieren und sich 3 Fragen stellen. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich getan? Was hätte ich tun sollen? Diese Praxis der Achtsamkeit und ethischen Reflexion war fundamental für die seelische Läuterung. Es war ein Leben der Disziplin, der Gemeinschaft und der ständigen Suche nach Harmonie, im Inneren wie im Äußeren. Die Geschichte der antiken Philosophie wird oft als eine Geschichte großer Männer erzählt. Doch im Kreis des Pythagoras finden wir eine bemerkenswerte Ausnahme, die das Bild einer rein patriarchalischen Gelehrtenwelt aufbricht. Quellen, wenn auch spärlich und teils widersprüchlich, berichten von Frauen, die nicht nur Schülerinnen, sondern auch Meisterinnen der pythagoreischen Lehre waren. Die prominenteste unter ihnen ist Theano. Je nach Überlieferung war sie die Ehefrau oder eine der gelehrtesten Schülerinnen des Pythagoras selbst. Ihr werden mehrere Schriften zugeschrieben, darunter Abhandlungen über die Zahlentheorie, den Kosmos und die Tugend. Auch wenn die Authentizität dieser Texte umstritten ist, zeigt allein die Tatsache, dass man ihr solche Werke zutraute, ihre herausragende Stellung. Ein erhaltener Brief, der Theano zugeschrieben wird, gibt einer Freundin Ratschläge zur Kindererziehung und betont die Wichtigkeit von Maß und Harmonie im Haushalt, eine Anwendung pythagoreischer Prinzipien auf das häusliche Leben. Sie war nicht allein. Der Philosoph Iamblichos listet in seiner Biografie des Pythagoras die Namen von mindestens 17 Philosophinnen auf, die der Schule angehörten. Frauen wie Muia, die Tochter von Theano und Pythagoras, oder Damo, der Pythagoras angeblich seine geheimen Schriften anvertraute, mit der Auflage, sie niemals außerhalb der Familie zu veröffentlichen. Diese Frauen scheinen sich nicht nur mit weiblichen Themen beschäftigt zu haben. Sie waren in die tiefsten metaphysischen und mathematischen Diskussionen involviert. Ihre Anwesenheit in einer solchen Gemeinschaft im 6. Jahrhundert vor Christus
war revolutionär. In einer Zeit, in der Frauen im öffentlichen Leben Athens kaum eine Rolle spielten, bot die pythagoreische Schule ihnen einen Raum für intellektuelle Entfaltung. Dies entsprang vermutlich der Kernlehre selbst. Wenn die Seele unsterblich ist und wiedergeboren wird, dann ist das Geschlecht eines Körpers nur eine vorübergehende Hülle. Die intellektuelle und spirituelle Fähigkeit ist nicht an das Geschlecht gebunden. Auch wenn die Stimmen dieser Frauen über die Jahrtausende hinweg leiser geworden sind, ist es unsere Pflicht als Historiker, genau hinzuhören und ihre entscheidende, oft vergessene Rolle in dieser außergewöhnlichen Bewegung zu würdigen. Jede Bewegung, die an Einfluss gewinnt, läuft Gefahr, in die Mühlen der Politik zu geraten. Die pythagoreische Bruderschaft in Kroton war keine Ausnahme. Über Jahrzehnte hatte ihr Einfluss zugenommen. Ihre Mitglieder, diszipliniert und gebildet, übernahmen wichtige Positionen in der Verwaltung und im Rat der Stadt. Ihre aristokratische Gesinnung und ihr Streben nach einer von den Besten geführten Ordnung standen jedoch im zunehmenden Gegensatz zu den aufkeimenden demokratischen Strömungen in der griechischen Welt. Der Funke, der das Feuer entzündete, war, wie so oft, eine persönliche Zurückweisung. Ein reicher und einflussreicher Bürger Krotons namens Kylon, bekannt für seinen gewalttätigen und ungestümen Charakter, bewarb sich um die Aufnahme in die Bruderschaft. Pythagoras lehnte ihn ab, da sein Lebenswandel den strengen ethischen Anforderungen der Schule widersprach. Die öffentliche Demütigung verwandelte Kylon in einen erbitterten Feind. Er begann, die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung gegen die Pythagoreer zu schüren. Er warf ihnen vor, eine geheime Verschwörung zu sein, die die Macht an sich reißen und eine Tyrannei errichten wolle. Ihre Geheimhaltung, ihre seltsamen Rituale und ihr elitärer Anspruch machten sie zu einem leichten Ziel für Misstrauen und Verleumdung. Die Situation eskalierte um das Jahr 510 vor Christus. Kylon und seine Anhänger stachelten einen Mob auf. Sie umzingelten das Haus, in dem sich die führenden Pythagoreer zu einer Versammlung getroffen hatten. Die Türen wurden verrammelt und das Gebäude in Brand gesteckt. In den Flammen und dem darauffolgenden Chaos kamen viele der prominentesten Mitglieder der Schule ums Leben. Die Berichte über das Schicksal des Pythagoras selbst sind widersprüchlich. Einige sagen, er sei im Feuer umgekommen. Andere, wahrscheinlichere Überlieferungen berichten, dass er entkommen konnte und in die nahegelegene Stadt Metapont floh, wo er kurze Zeit später aus Gram starb. Der Fall von Kroton war eine Katastrophe. Die Bruderschaft wurde zerschlagen, ihre Mitglieder getötet oder in die Verbannung getrieben. Doch die Ideen ließen sich nicht verbrennen. Die Überlebenden zerstreuten sich über die griechische Welt und trugen das pythagoreische Gedankengut weiter. Die Zerstörung in Kroton war somit nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Phase, der Verbreitung einer Lehre, die nun gezwungen war, ohne ihre zentrale Heimstätte zu überleben. Guten Abend. Es ist eine tragische Ironie der Geschichte, dass Zerstörung oft der Katalysator für die Bewahrung ist. So war es auch mit den Pythagoreern. Die gewaltsame Auflösung ihrer Gemeinschaft in Kroton um 510 vor Christus und die späteren Verfolgungen in ganz Magna Graecia hätten das Ende dieser einzigartigen philosophischen Bewegung bedeuten können. Die Gebäude wurden niedergebrannt, die Mitglieder getötet oder in die Flucht geschlagen. Doch das Feuer, das ihre Häuser verzehrte, konnte das Feuer ihrer Ideen nicht auslöschen. Im Gegenteil, es zerstreute die Funken in alle Winde. Die Überlebenden, nun im Exil,
trugen die Lehren in ihren Herzen und Köpfen mit sich. Sie wurden zu wandelnden Bibliotheken einer mündlichen Tradition, die nun gezwungen war, neue Wege zu finden. Unter den Flüchtlingen waren Männer wie Philolaos von Kroton und Archytas von Tarent. Sie standen vor einer fundamentalen Entscheidung, die dem ursprünglichen Geist der Bruderschaft widersprach. Pythagoras hatte, so wird berichtet, ein striktes Schweigegebot über die innersten Lehren verhängt, die Akousmata und Mathemata. Sie waren für die Ohren der Eingeweihten bestimmt, nicht für die unvorbereitete Öffentlichkeit. Doch im Angesicht der totalen Auslöschung wurde das Schweigen zu einer existenziellen Bedrohung. Philolaos war einer der ersten, der es wagte, dieses Tabu zu brechen. Er verfasste Schriften, legte die pythagoreische Kosmologie und Zahlenlehre schriftlich nieder. Es war ein Akt der Verzweiflung und der Weitsicht zugleich. Er verkaufte das Geheimnis, um es zu retten. Diese Schriften, die später ihren Weg nach Athen fanden, waren keine vollständige Enthüllung, sondern eher Fragmente, Samen, die in einen neuen, fruchtbaren Boden fallen sollten. Die pythagoreische Lehre verwandelte sich von einer gelebten Praxis in einer geschlossenen Gemeinschaft zu einem Korpus von Texten, zu einer Philosophie, die studiert und interpretiert werden konnte. Das Exil zwang die Ideen, sich anzupassen, um zu überleben. Sie verloren vielleicht die unmittelbare, gemeinschaftliche Dimension, gewannen aber eine neue Form der Unsterblichkeit, die des geschriebenen Wortes, das durch die Jahrhunderte reisen konnte, wartend auf jene, die bereit waren, es zu lesen und neu zu beleben. Wenn wir die Schriften des Philolaos als die Samen betrachten, die im Exil ausgestreut wurden, dann war der Geist Platons der fruchtbarste Boden, in dem sie aufgehen konnten. Die Begegnung der athenischen Philosophie mit dem pythagoreischen Erbe ist einer der entscheidendsten Momente der westlichen Geistesgeschichte. Platon, der Schüler des Sokrates, reiste in seinen 40ern nach Süditalien und Sizilien. Dort traf er auf Archytas von Tarent, einen Staatsmann, Mathematiker und führenden Pythagoreer seiner Zeit. Diese Begegnung war keine flüchtige Bekanntschaft, sie war eine Offenbarung. Platon fand in den Lehren der Pythagoreer die Bestätigung und die metaphysische Untermauerung für viele der Fragen, die ihn umtrieben. Man kann die Philosophie Platons nicht vollständig verstehen, ohne ihr pythagoreisches Herz zu erkennen. Die Idee der Unsterblichkeit der Seele, ihre Wanderung durch verschiedene Körper, die Metempsychose, ist ein zentrales Thema in Dialogen wie dem Phaidon. Diese Lehre ist nicht sokratisch, sie ist pythagoreisch. Die Überzeugung, dass die Realität nicht in der chaotischen Welt der Sinne, sondern in einer ewigen, unveränderlichen Welt der reinen Formen oder Ideen zu finden ist, hat tiefe Wurzeln in der pythagoreischen Auffassung, dass Zahlen die wahre Essenz aller Dinge sind. Die Zahlen sind ewig, perfekt und nur dem reinen Denken zugänglich, genau wie Platons Ideen. Im Dialog Timaios entwirft Platon eine Kosmologie, die ohne die pythagoreische Harmonielehre undenkbar wäre. Das Universum wird als ein lebendiges, rationales Wesen dargestellt, dessen Seele nach mathematischen Proportionen und musikalischen Intervallen geordnet ist. Es ist die Musica Universalis, die Sphärenharmonie, in philosophische Prosa gefasst. Platon gründete seine Akademie in Athen nicht nur als Schule, sondern als eine Gemeinschaft, die dem pythagoreischen Vorbild nacheiferte. Über dem Eingang soll gestanden haben: Kein der Geometrie Unkundiger trete hier ein. Mathematik war für Platon, wie für Pythagoras, nicht nur ein Werkzeug,
sondern der Weg zur Reinigung der Seele und zur Erkenntnis des Wahren und Guten. Er nahm die mystischen und religiösen Elemente der Pythagoreer und goss sie in die strenge Form des philosophischen Dialogs, wodurch er sie für die Nachwelt zugänglich und unsterblich machte. Das pythagoreische Erbe, das Platon in seiner Akademie bewahrte und transformierte, trat nach dem Niedergang der klassischen griechischen Welt nicht in den Schatten. Es ging vielmehr in den Untergrund, floss als ein stiller Strom durch die Jahrhunderte und trat immer wieder an die Oberfläche, wenn die Zeit dafür reif war. Im Römischen Reich, etwa im 1. Jahrhundert nach Christus, erlebte es eine faszinierende Wiedergeburt in der Bewegung des Neupythagoreismus. Gestalten wie Apollonius von Tyana wurden als weise Asketen und Wundertäter verehrt, als eine Art heidnisches Gegenbild zu Christus. Hier wurden die mystischen, religiösen und asketischen Aspekte der Lehre wieder stark betont. Die Seelenwanderung, die vegetarische Lebensweise, das Streben nach ritueller Reinheit und die Verehrung der Zahlen als göttliche Prinzipien. Es war eine romantische, oft magisch überformte Rückbesinnung auf den legendären Meister. Nach dem Fall Roms wurde dieses Wissen vor allem in der islamischen Welt und im Byzantinischen Reich bewahrt und weiterentwickelt. Arabische Gelehrte studierten die griechischen Texte und waren fasziniert von der Verbindung zwischen Mathematik, Musik und Kosmologie. Doch der wirkliche Paukenschlag erfolgte in der Renaissance in Italien. Als Gelehrte wie Marsilio Ficino im 15. Jahrhundert begannen, die vollständigen Werke Platons aus dem Griechischen ins Lateinische zu übersetzen, stießen sie unweigerlich auf das pythagoreische Gedankengut, das darin eingebettet war. Sie waren elektrisiert. In einer Zeit, die sich vom starren Weltbild des Mittelalters löste, bot die pythagoreische Vision einer harmonischen, mathematisch geordneten Welt eine tiefgreifende Alternative. Die Idee der Sphärenharmonie wurde zu einer zentralen Metapher für die Renaissance. Sie beeinflusste nicht nur Philosophen, sondern auch Künstler wie Leonardo da Vinci in seinen Proportionsstudien und Astronomen. Johannes Kepler, einer der Väter der modernen Naturwissenschaft, war zutiefst von dieser Idee überzeugt. Seine Suche nach den Gesetzen der Planetenbewegung war auch eine Suche nach der göttlichen Harmonie, die Pythagoras postuliert hatte. Er versuchte, die Umlaufbahnen der Planeten mit den platonischen Körpern und musikalischen Intervallen in Einklang zu bringen. Obwohl seine spezifischen Annahmen widerlegt wurden, führte ihn dieser von der Antike inspirierte Glaube an eine mathematische Ordnung im Kosmos zu seinen bahnbrechenden Entdeckungen. Der Nachhall des Pythagoras reicht somit von den Mysterienkulten der Antike bis an die Schwelle der wissenschaftlichen Revolution. Nach dieser langen Reise durch die Jahrhunderte, in denen wir den Spuren des pythagoreischen Denkens gefolgt sind, müssen wir innehalten und eine entscheidende, fast schwindelerregende Frage stellen. Wer war der Mensch hinter all diesen Mythen und Lehren wirklich? Die moderne Geschichtswissenschaft steht hier vor einem gewaltigen Problem, das oft als die pythagoreische Frage bezeichnet wird. Das Problem ist die Quellenlage. Es gibt keine einzige Zeile, die von Pythagoras selbst verfasst wurde. Alles, was wir über ihn wissen, stammt aus zweiter, dritter oder oft sogar 10. Hand, verfasst Jahrzehnte oder, noch häufiger, Jahrhunderte nach seinem Tod. Die frühesten Quellen, wie Fragmente von Heraklit oder Empedokles, sind oft kryptisch und kritisch. Sie zeichnen das Bild eines Gelehrten, vielleicht eines Scharlatans.
aber sie geben uns kaum konkrete Details über seine Lehren. Die ausführlichsten Biografien, die wir besitzen, stammen von Porphyrius und Iamblichos aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, also fast 800 Jahre nach Pythagoras' Lebzeiten. Diese Werke sind keine kritischen, historischen Biografien im modernen Sinne. Sie sind Hagiographien, Heiligengeschichten. Sie wurden in einer Zeit geschrieben, in der das Christentum auf dem Vormarsch war, und sie dienten dazu, eine alternative, heidnische Weisheitsfigur zu präsentieren. In diesen Texten ist Pythagoras ein Halbgott, Sohn des Apollo, der Wunder wirkt, mit Tieren spricht und sich an seine früheren Leben erinnert. Es ist eine faszinierende Lektüre, aber für den Historiker eine fast undurchdringliche Mischung aus Fakten, Legenden und philosophischer Projektion. Die Jagd nach dem wahren Pythagoras ist daher eine Übung in intellektueller Demut. Wir müssen akzeptieren, dass wir den historischen Menschen von der Legende, die ihn umgibt, niemals vollständig trennen können. Vielleicht ist das aber auch gar nicht das Wichtigste, denn die Figur des Pythagoras, so wie sie von seinen Nachfolgern geformt und über die Jahrhunderte tradiert wurde, war möglicherweise einflussreicher als der Mensch aus Fleisch und Blut es je hätte sein können. Er wurde zu einem Symbol, zu einem Archetyp des Weisen, der die verborgene Harmonie des Universums durch die Vereinigung von Spiritualität, Wissenschaft und Lebensführung zu entschlüsseln suchte. Und es ist diese legendäre Gestalt, nicht unbedingt der historische Mann, die unsere Kultur so tief geprägt hat. Guten Abend. Es wäre ein Irrtum zu glauben, Pythagoras sei in der Antike eine unantastbare, universell verehrte Gestalt gewesen. Wie bei vielen charismatischen und radikalen Denkern rief seine Lehre nicht nur Bewunderung, sondern auch scharfe Kritik und beißenden Spott hervor. Schon seine Zeitgenossen und die unmittelbar nachfolgenden Generationen von Philosophen sahen in ihm eine kontroverse Figur. Heraklit von Ephesus, der düstere und tiefsinnige Denker, warf Pythagoras vor, seine Weisheit sei lediglich eine Ansammlung fremden Wissens, ohne echtes Verständnis. In einem berühmten Fragment schreibt er: Viel Wisserei lehrt nicht Verstand haben, sonst hätte sie Hesiod gelehrt und Pythagoras, ferner auch Xenophanes und Hekataios. Für Heraklit war Pythagoras ein Polyhistor, ein Sammler von Fakten und Lehren aus Ägypten und dem Orient, der es jedoch versäumte, zu einer wahren, einheitlichen Einsicht vorzudringen. Ein anderer Kritiker, der Dichterphilosoph Xenophanes von Kolophon, nahm Pythagoras' Lehre von der Seelenwanderung aufs Korn. In einem satirischen Gedicht erzählt er, wie Pythagoras an einem geprügelten Hund vorbeiging und Mitleid empfand. Er bat den Peiniger aufzuhören, denn er habe in dem Wimmern des Hundes die Stimme eines verstorbenen Freundes wiedererkannt. Diese Anekdote, ob wahr oder erfunden, sollte Pythagoras als sentimentalen und unlogischen Mystiker entlarven, dessen Lehren ins Absurde führten. Spätere Autoren, wie der Satiriker Lukian von Samosata, zeichneten ein noch drastischeres Bild. In seinen Dialogen wird Pythagoras oft als Scharlatan und Sektengründer dargestellt, dessen strenge Regeln und esoterische Verbote, wie das berühmte Bohnenverbot, als lächerlicher Aberglaube verspottet wurden. Die Vorwürfe reichten von intellektuellem Diebstahl bis hin zu bewusster Täuschung, um seine Anhänger zu kontrollieren. Diese kritischen Stimmen sind für uns heute von unschätzbarem Wert. Sie durchbrechen die dicken Schichten der späteren hagiographischen Legendenbildung und zeigen uns einen Pythagoras, der in seiner eigenen Zeit umstritten war. Sie erinnern uns daran, dass die antike Welt kein Monolith war,
sondern ein lebendiger Marktplatz der Ideen, auf dem Skepsis und kritische Vernunft ebenso ihren Platz hatten wie mystische Spekulation. Sie zwingen uns, den idealisierten Weisen vom Podest zu heben und ihn als historische Person zu betrachten, komplex, brillant, aber auch angreifbar. Die Frage, wer Pythagoras wirklich war, hat die moderne Forschung lange Zeit in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite stehen jene, die in ihm den ersten wahren Wissenschaftler sehen, den Vater der Mathematik und der rationalen Kosmologie. Auf der anderen Seite jene, die ihn als religiösen Mystiker, als Guru oder gar als griechischen Schamanen betrachten. Doch diese Gegenüberstellung, so klar sie uns heute erscheinen mag, ist zutiefst anachronistisch. Sie projiziert unsere moderne Trennung von Wissenschaft und Religion auf eine Zeit, in der eine solche Unterscheidung kaum existierte. Führende Gelehrte wie Walter Burkert haben überzeugend dargelegt, dass im archaischen Griechenland des 6. Jahrhunderts vor Christus mystische Erfahrung und rationale Untersuchung keine Gegensätze waren. Sie waren zwei Seiten derselben Medaille, zwei Wege, um die verborgene Ordnung des Kosmos zu ergründen. Die Legenden, die Pythagoras als Wunderheiler, als Prophet, der mit Tieren sprechen und an zwei Orten gleichzeitig sein konnte, beschreiben, passen erstaunlich gut in das Bild des Schamanen. Diese Figur, die durch Ekstase oder asketische Praktiken in andere Welten reisen, mit Geistern kommunizieren und verborgenes Wissen erlangen kann, war in der griechischen Vorstellungswelt fest verankert. Pythagoras' angebliche Reise in die Unterwelt, seine Lehre von der Seelenwanderung und seine Betonung von Reinigungsriten und Tabus fügen sich nahtlos in diesen schamanistischen Kontext ein. Doch hier liegt seine wahre, revolutionäre Genialität. Er verband diese mystische Tradition mit einer völlig neuen Methode, der Mathematik. Für Pythagoras war die Zahl nicht nur ein Werkzeug zum Zählen. Sie war der Schlüssel zum Verständnis der göttlichen Ordnung. Die Ekstase, die der Schamane in der Trance suchte, fand Pythagoras in der reinen, unbestechlichen Schönheit eines mathematischen Beweises. Die Harmonie, die er in den Schwingungen einer Saite entdeckte, war für ihn der hörbare Beweis für die verborgene Harmonie des gesamten Universums. Er war weder nur Schamane, noch nur Wissenschaftler. Er war beides in einer Person. Er war der Erste, der die Sprache der Götter nicht in Orakeln oder Visionen suchte, sondern in den ewigen, unveränderlichen Beziehungen der Zahlen. Diese Synthese aus mystischer Suche und rationaler Methode ist sein vielleicht größtes Vermächtnis. Es ist der Versuch, die Seele und das Universum mit demselben intellektuellen Instrument zu vermessen. Die Faszination, die von Pythagoras Lehre der Zahlen ausgeht, hat über die Jahrhunderte nicht nur Philosophen und Wissenschaftler inspiriert, sondern auch einen fruchtbaren Boden für esoterische und pseudowissenschaftliche Interpretationen bereitet. Es ist wichtig, hier eine klare Grenze zu ziehen. Die moderne Numerologie, die behauptet, aus Geburtsdaten oder den Buchstaben eines Namens den Charakter oder das Schicksal eines Menschen ablesen zu können, beruft sich oft auf Pythagoras. Doch diese Berufung ist historisch und philosophisch unhaltbar. Sie verwechselt die tiefgründige Metaphysik des Pythagoras mit einer simplifizierten Form der Wahrsagerei. Pythagoras' zentrale These war, dass die Realität in ihrer tiefsten Struktur mathematisch ist. Die Prinzipien, die die Harmonie in der Musik oder die Formen der Geometrie bestimmen, sind dieselben Prinzipien, die den Kosmos als Ganzes ordnen.
Dies war eine philosophische und protowissenschaftliche Untersuchung der fundamentalen Natur des Seins. Es ging ihm um die Entdeckung universeller, objektiver Gesetze. Die moderne Numerologie hingegen arbeitet mit willkürlichen Zuordnungen. Die Verbindung zwischen einem Buchstaben und einer Zahl ist eine Konvention, die sich von Kultur zu Kultur unterscheidet. Die Deutungen, die daraus abgeleitet werden, sind vage und subjektiv. Sie entbehren jeder logischen oder empirischen Grundlage und haben mehr mit Astrologie oder Handlesen gemein, als mit der rigorosen Suche der Pythagoreer nach der kosmischen Ordnung. Der Fehler liegt darin, das Symbol mit der Substanz zu verwechseln. Für die Pythagoreer war die Zahl 10, die Tetraktis, heilig, weil sie die ersten 4 Zahlen enthält und deren Summe eine Fülle von harmonischen und geometrischen Beziehungen repräsentiert. Für einen modernen Numerologen ist eine Zahl vielleicht bedeutsam, weil sie in einem Datum vorkommt. Der erste Ansatz sucht nach der Struktur der Wirklichkeit, der zweite nach persönlichen Omen. Wir müssen die historische Figur des Pythagoras und seine Schule vor solchen Vereinnahmungen schützen. Nicht aus intellektueller Arroganz, sondern aus Respekt vor der Tiefe und Kühnheit seines ursprünglichen Gedankens. Die wahre Magie der pythagoreischen Lehre liegt nicht in versteckten Codes für den Alltag, sondern in der atemberaubenden Erkenntnis, dass das Universum eine Sprache spricht, die wir mit unserem Verstand erlernen können. Die Sprache der Mathematik. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise durch das Leben und die Lehren des Pythagoras von Samos. Wir haben den Mathematiker, den Mystiker, den Politiker und den Weisen betrachtet. Wir haben die Legenden von den historischen Fragmenten getrennt und gesehen, wie Kritik und Bewunderung sein Bild geformt haben. Doch eine Frage bleibt, die vielleicht das tiefste aller Mysterien ist. Warum fesselt uns seine zentrale Idee, die Idee einer mathematischen Harmonie des Kosmos, auch nach 2,5 Jahrtausenden noch so sehr? Die Antwort liegt darin, dass Pythagoras eine der fundamentalsten Fragen der Menschheit gestellt hat. Ist das Universum ein zufälliges, chaotisches Gebilde? Oder folgt es einer tiefen, verborgenen Ordnung? Seine Antwort war radikal und optimistisch. Es ist ein Kosmos, ein geordnetes und schönes Ganzes, dessen Struktur durch Zahlen und ihre Verhältnisse beschrieben werden kann. Diese eine Idee ist das Fundament, auf dem das gesamte Gebäude der westlichen Wissenschaft errichtet wurde. Als Johannes Kepler die elliptischen Bahnen der Planeten entdeckte, suchte er nach den harmonischen Gesetzen, die Gott in die Schöpfung gelegt hatte, ein zutiefst pythagoreischer Gedanke. Als Galileo Galilei erklärte, das Buch der Natur sei in der Sprache der Mathematik geschrieben, wiederholte er das Credo des Meisters aus Samos. Und als Albert Einstein in seinen Feldgleichungen eine elegante Verbindung zwischen Materie, Raum und Zeit fand, offenbarte er eine kosmische Geometrie von unvorstellbarer Schönheit. Auch heute, in den vordersten Reihen der theoretischen Physik, lebt der Geist des Pythagoras weiter. Die Suche nach einer Theorie von allem, die versucht, die 4 Grundkräfte der Natur in einer einzigen, eleganten mathematischen Formel zu vereinen, ist nichts anderes als die moderne Inkarnation der Suche nach der Harmonie der Sphären. Die Sprache hat sich geändert. Wir sprechen von Superstrings und Quantenfeldern, statt von Monochorden und Tetraktis. Aber der zugrunde liegende Impuls ist derselbe. Der Glaube, dass hinter der verwirrenden Vielfalt der Phänomene eine einfache, schöne und mathematische Einheit verborgen liegt. Das letzte Mysterium ist also nicht, wer Pythagoras war,
oder was er genau lehrte. Das letzte Mysterium ist die unheimliche Wirksamkeit der Mathematik bei der Beschreibung der Wirklichkeit. Warum passt die Welt zu unseren Gleichungen? Warum resoniert die Struktur unseres Verstandes mit der Struktur des Kosmos? Diese Frage, zuerst von Pythagoras in die Welt gesetzt, hallt durch die Korridore der Zeit und erfüllt uns auch heute Nacht noch mit Ehrfurcht und Staunen.